Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da die Frage sehr regelmäßig in den Kommentaren kommt, wollte ich euch einmal zeigen, wie man die Quad-Lock-Halterung an der KTM 1290 Super Adventure S befestigen kann. In diesem Video geht es primär um die Befestigung des Vibration Dampeners als auch des Wireless Chargers, die Original Querstange, die ihr in dem Video seht, als auch den Basic Quad-Lock Mount ohne Charge-Funktion findet und bekommt ihr am besten über die Videobeschreibung. Bei Fragen gerne ab mit euch in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Los geht's mit der Montage des Wireless Chargers und des Vibration Dampeners. Fürs Erste lösen wir die 4 Schrauben, die das Case am Motorrad befestigen. Wichtig auch, den Link zu der Montagestange als auch zu dem primären Quad-Lock-Halter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die nächste Aufgabe ist ein wenig knifflig. Man muss nämlich den USB-Stecker aus dem Case entfernen. Dies geht am besten durch kräftiges Hin- und Herbewegen des Steckers. Innen ist eine Gummidichtung, die uns ein wenig Freiheit verschafft. Dementsprechend mit mäßiger Krafteinwirkung kann man den Stecker relativ rasch lösen. Als nächstes müssen wir zuerst den Vibration Dampener befestigen und anschließend den Wireless Charger auf diesem befestigen. Nicht vergessen, der Einfachheit halber zuerst das passende USB-Kabel. Man hat die Auswahl aus 3 verschiedenen, daran befestigen. Für das Erste alles zusammenstecken und einfach mal schauen, ob es funktioniert. Man weiß nie, ob vielleicht nicht etwas schief gegangen ist. Handy daran gehängt und juhu, wir sehen, es lädt. Das Kabel habe ich direkt an dem Windshield befestigt. Wichtig, auf etwas Flexibilität achten. Wir wollen es danach auch noch bewegen können. Zusätzlich sollen wir uneingeschränkt lenken können. Also lieber einmal zu oft testen, als danach alles nochmal zu machen. Letzter Schritt, das Verstauen des USB-Steckers, bestenfalls etwas wasserisoliert in dem Gehäuse. Für mich war links hier der beste Platz. Testen, ob das Case wieder an die Ursprungsposition passt. Alles wieder festschrauben und schon ist es erledigt. Ein kleiner Funktionstest und man sieht sofort, der Wireless Charger initialisiert sich mit Strom. Alles funktioniert perfekt. Das war's. Arbeitszeit für mich knapp 30 bis 60 Minuten. Gemütlich.